Sag mal, Friedi, komische Zeiten im Moment. Was aktiviert dich eigentlich so richtig? Damit habe ich nämlich im Moment wirklich Probleme. Ja, das ist eine gute Frage, Linda. Also ich würde sagen, bei mir ist es zurzeit eine riesige Tasse Kaffee, eine Runde Joggen und extrem laute Musik. Und bei dir? Echt? Nee, da kann ich besser ein Buch lesen. Gute Literatur entspannt mich am meisten und aktiviert mich dann auch. Und wenn ich dann noch Schokolade esse und aus Friesentee trinke, dann bin ich so richtig aktiviert. Und meine Kinder aktivieren mich natürlich. Na, also die ersten Sachen finde ich jetzt nicht sonderlich spannend, aber bei den Kids stimme ich zu. Das ist pure Activation. Ich habe eine Frage. Wie machst du das eigentlich? Wie gehst du mit deinen Kindern um? Wie aktivierst du die? Total unterschiedlich. Die beiden sind so unterschiedlich, anders macht das gar keinen Sinn. Das wäre so, als wenn ich sie mit Fußballschuhen auf dem Elefanten zum Ballettunterricht bringe. Das macht echt überhaupt keinen Sinn. Mein Name ist Remda Thieben und das da ist Frederik Pfister-Burgbacher. Wir möchten Ihnen heute zeigen, wie man im Suchmaschinenmarketing seine Kunden individuell behandeln kann, individuell aktivieren kann, also weg vom Durchschnitt gehen kann. Mit Fußballschuhen auf einem Elefant zum Tanzunterricht finde ich ein geniales Beispiel, weil es wirklich überhaupt keinen Sinn macht. Wie sieht es denn eigentlich bei Ihnen aus? Behandeln Sie Ihre Kunden alle gleich? Ihre Kunden sind so unterschiedlich, dass man sehr, sehr viel Potenzial verliert, wenn man hier mit Durchschnitten arbeitet. Sie haben wertvolle Kunden, die viel kaufen, die teure Produkte kaufen, Produkte mit hohen Margen. Und Sie haben weniger wertvolle Kunden, die eher Angebotsprodukte kaufen oder selten kaufen. Wenn man hier jetzt die Durchschnitte ansetzt und nur darauf achtet, ob ein Kunde etwas gekauft hat oder nicht, dann würde das implizit unterstellen, dass man die Kundengruppen gleich bewertet, die Wertigkeit gleichsetzt, was absolut nicht der Fall ist. Dementsprechend ist es wichtig, hier auf die richtigen Metriken zu gucken, nämlich auf Metriken wie den Profit, die Marge oder den Customer Lifetime Value. Wenn man nur die Conversion nimmt und schaut, ob eine ausgeführt wurde oder nicht und daraufhin seine Investments anpasst, dann zieht man relativ schnell falsche Schlüsse, weil ab einem bestimmten Punkt kommt man an seine Grenzen. Man unterinvestiert in sehr, sehr wertvolle Gruppen und überinvestiert in die Gruppen mit einem geringeren Wert für das eigene Unternehmen. Und wie falsch diese Schlüsse sein können, soll das folgende Beispiel nochmal verdeutlichen. Es ist interessant, dass beide Personen im selben Jahr und sogar im selben Land geboren wurden, beide zweimal verheiratet waren, beide Kinder haben und Hunde lieben. Und trotzdem würde ich sagen, dass Ozzy Osbourne und Prince Charles doch sehr, sehr unterschiedliche Personen sind, die es nicht nur aus einer Marketingperspektive gilt, unterschiedlich anzusprechen. Ebenso sollten Sie in Ihren SEA-Aktivitäten Ihre Kunden individualisiert ansprechen. Sie kommen über unterschiedliche Keywords, unterschiedliche Kampagnen, Endgeräte auf Ihre Webseite und werden da im Idealfall eine Conversion ausführen. Diese Conversion, die kann sehr, sehr unterschiedlich viel wert sein. Und das Ganze sollte sich doch auch in den Auktionsgeboten bzw. der Allokation von Budgets widerspiegeln. Wie man so eine individuelle Ansprache von Kunden hinbekommt, ist relativ einfach, wenn man die Profit, Margen oder Lifetime Values in Google Ads direkt hochlädt und das System damit arbeiten lässt. Das geht sehr schnell auf Grundlage von einem CSV-Datei-Upload und man braucht 5 Schritte, bis die Daten aktiviert sind. Ein Kunde kommt auf Ihre Webseite, nachdem er auf eine Werbeanzeige geklickt hat. Hier wird eine Google Click-ID erstellt, die Sie erfassen. Die Google Click-ID wird generiert, um bestimmte Website-Besuche oder Conversions später einer Anzeigeninteraktion oder auch mehreren Anzeigeninteraktionen bei Google zuweisen zu können. Der nächste Schritt. Der Kunde führt idealerweise eine Conversion durch und kauft etwas bei Ihnen auf der Website. In diesem Moment wird die Google Click-ID an Ihr CRM weitergegeben. Nun folgen mehrere Schritte, die auf Seiten des Kunden liegen, beispielsweise die Attribution. Und nachdem die Attribution abgelaufen ist, wird der übrig gebliebene Profit-Wert verknüpft mit der Google Click-ID, die in Ihrem Datencenter liegt. Anschließend müssen nur diese beiden Werte, nämlich der Profit und die Google Click-ID, wieder hoch zu Google Ads geladen werden, wie schon vorhin erwähnt, über den Upload einer CSV-Datei. Jetzt ist der ganze Upload erstmal fertig und die Daten sind schon in dem System. Aber sie müssen noch aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt über die Nutzung von unseren Smart Biddern. Die Google Smart Bidder sind intelligente und vollautomatisierte Gebotslösungen, die ihr Gebot in der Auktion direkt setzen. Das Ganze basiert auf Machine Learning. Der Smart Bidder greift auf die historischen Daten zurück, um Voraussagen über zukünftige Conversion oder Conversion-Wahrscheinlichkeiten treffen zu können. Das heißt, Gebote werden heute schon angepasst für Conversions, die erst in Zukunft einlaufen werden. Hier ist es
Von fundamentaler Bedeutung, dass man die richtigen Werte an die Smart Bidder übergibt, damit die am besten arbeiten können. Weil nur so klar wird, welcher Wert denn welcher Conversion, die in Zukunft stattfindet, zugrunde liegt und was heute schon geboten werden darf. Wenn das nicht stattfindet, können die Conversions nicht entsprechend geboten werden und der Smart Bidder verliert an Stärke, kann die Performance also nicht so optimieren, wie er es eigentlich könnte. Was hier unheimlich wichtig ist, ist, dass die Qualität der Daten, die aus Ihren Datensendern kommt, so hoch wie möglich ist. Sollte es hier irgendwelche Fehler, Rechenfehler, falsche Annahmen geben, werden die Daten fälschlicherweise in dieser Form nach Google Ads hochgeladen und das System wird auf diese Daten optimieren. Dementsprechend ist es wichtig, dass Sie nochmal Ihre Daten prüfen, bevor Sie Ihre eigenen First-Party-Daten in das Google Ads-System hochladen. Das klingt smart. Und weißt du, was noch smart ist? Das sind unsere Bidder. Es gibt 3 vollautomatisierte Bidding-Strategien, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Beim Target CPA legen Sie fest, welche Kosten Sie pro Conversion ausgeben möchten. Und der Smart Bidding sorgt dafür, dass dieser Target CPA auch eingehalten wird und bietet dementsprechend für die werthaltigsten Kundensuchanfragen, Geräte und Geografien, die es herausfindet. Nun haben wir damit aber noch nicht der Conversion einen Wert zugemessen. Das heißt, wir können die Conversions noch nicht individuell unterscheiden. Das wollten wir aber eigentlich heute mit Ihnen zusammen machen. Wenn Sie einen Conversion-Wert wie den Profitwert hochladen, dann können Sie auch Gebotsstrategien benutzen wie Target ROAS oder Maximize Conversion Value. Der Bidding-Algorithmus Maximize Conversion Value schaut sich an, welche Conversion-Werte in der Vergangenheit für welche Suchanfragen, für welche Geräte, für welche Geografien angefallen sind. Und dann erwartet es bestimmte Conversion Values für bestimmte Suchanfragen, Geräte, Geografien und so weiter und bietet Ihre Anzeige dementsprechend hoch oder runter, um die erwarteten Conversion-Werte zu erzielen. Dabei richtet es sich nach dem von Ihnen festgesetzten Tagesbudget und versucht, das Tagesbudget zu maximieren. Die Bidding-Strategie Target ROAS funktioniert ein bisschen anders. Dort legen Sie einen Target ROAS fest, also einen Return on Ad Spend, den Sie erwarten möchten, den Sie erzielen möchten. Und wenn Sie als Conversion-Wert sogar einen Profitwert hochgeladen haben, so wie Fredi das vorhin erklärt hat, dann können Sie sogar einen Profit Return on Ad Spend mit Target ROAS erzielen. Und diese Target ROAS Bidding Strategie schaut sich für die Vergangenheit an, welche Conversions dort angefallen sind, für welche Suchanfragen, Geografien und Geräte. Und abhängig von diesen Daten bietet es für bestimmte Geräte, Geografien oder Suchanfragen oder andere Signale rauf oder runter, um Ihre Anzeige optimal zu positionieren und dann den erwarteten Target ROAS zu erzielen. Es gibt noch eine Herausforderung mit den üblicherweise gemessenen Conversions, die ich gerne erwähnen möchte. Und zwar konvertieren die User zwar und lassen sich die Produkte eben auch zusenden, aber möglicherweise gefallen die Produkte nicht oder sind nicht in der richtigen Größe und die User schicken diese Produkte zurück. Und diese Retouren sollten eigentlich von dem Smart Bidder nicht als positive Conversions gemessen werden und optimiert werden. Den Prozess des Hochladens von Profitwerten hat Fredi schon erklärt. Unter Schritt 4 werden dabei nicht nur Profitwerte hochgeladen, sondern auch die Conversions. Und dabei sollte man darauf achten, dass man die Retouren-Conversions nicht mit hochlädt, sondern nur Conversions hochlädt, die eben nicht später zu Retouren geworden sind. Dann kann der Smart Bidder dafür sorgen, dass Sie wahrscheinlich in Zukunft weniger Retouren auch erhalten werden, weil er optimiert auf den Conversion und auf den Profitwerten für die wirklich reingekommenen Conversions. Die Conversions sollten Ihren Geschäftszielen entsprechen. Das heißt, Profitwerte, echte Conversions sollten eben hochgeladen werden. Zweitens sollten aber auch die Conversions und die Conversion Values so schnell wie möglich hochgeladen werden, damit der Smart Bidder darauf reagieren kann. Und so schnell wie möglich heißt
innerhalb der letzten 30 Tage nach dem letzten Klick. Auch sollte man darauf achten, dass das Smart Bidding genug Conversions zur Verfügung hat, um zu analysieren, welche Suchanfragen, welche Geografien, welche Geräte gut performt haben, um dann die Gebote gut zu setzen. Für eine Target ROAS Bidding Strategie sind beispielsweise 50 Conversions in den letzten 30 Tagen in Ihrer Kampagne vonnöten, um ein Portfolio oder ein Kampagnen Smart Bidding anzuschalten. Im Durchschnitt erzielt Smart Bidding herausragende Resultate. Mit einer Target CPA Bidding Strategie können Sie 31% mehr Conversion erzielen als mit manuellem Bidding. Eine Target ROAS Strategie erzielt sogar 35% mehr Conversion Value als eine manuell gesteuerte Kampagne. Wie viel besser können Ihre Smart Bidding Strategien auch noch werden, wenn Sie Ihre eigenen Geschäftsziele zur Optimierung integrieren? Flaconi aktiviert eigene Conversion-Daten über Smart Bidding mit beeindruckenden Ergebnissen. Der Online-Händler Flaconi hat es also gemacht. Sie haben eigene Conversion-Daten hochgeladen, und zwar ohne Retouren oder Gutschein-Conversions. Und sie haben ihr eigenes Attributionsmodell angewandt, um die Conversions den richtigen Klicks in der Customer Journey zuzuordnen. In Kombination mit Target ROAS für ihre Such- und Shopping-Kampagnen waren sie so erfolgreich, dass sie 81% mehr Nettoumsatz generiert haben und einen um 5 Prozentpunkte höheren ROAS als eigentlich geplant. Wie Flaconi haben Sie bestimmte Geschäftsziele, die Sie erreichen wollen. Um diese Geschäftsziele zu erreichen, helfen Ihnen die Smart Bidder von Google, die in Echtzeit datenbasiert für Ihre Geschäftsziele optimieren. Dabei lernt der Smart Bidder auf kontextuellen Daten wie Zeit, Geografie oder Gerät und schaut sich an, woher, zu welchem Zeitpunkt und von welchen Suchanfragen in der Vergangenheit Conversions kamen, um für die Zukunft Conversions vorherzusagen. Zusätzlich können Sie Ihre eigenen Conversion-Daten importieren, wie von Friedi gezeigt wurde. Auch kann man eigene Audience-Listen, Remarketing-Listen als zusätzlichen Datenpunkt dem Smart Bidder zur Verfügung stellen. Und dann behandelt der Smart Bidder Ihre Kunden nicht gleich, sondern individuell, abhängig von dem Profitwert, den Sie an Google Ads übergeben. Weg vom Durchschnitt also. Sehr gut zusammengefasst, Renda. Das ist genau meine Meinung und ich kann das nur unterstreichen. Ich kann Ihnen also nur empfehlen, Ihre Kunden individuell anzusprechen und zu behandeln, weil sonst würden auch Sie Ihre Kunden in Fußballschuhen auf einem Elefanten zum Tanzunterricht bringen. Und das hier kann jetzt wirklich keiner wollen.